Willkommen zum nächsten Jahresrückblicksvideo für das Jahr 2022. Dieses Jahr 2022 war nicht wirklich ein besserer Jahr aus meiner Einschätzung. Eigentlich habe ich gedacht, dass es ein besseres Jahr wird, aber ist leider das Gegenteil. Wobei es gab mal schon Stellen, die mir gut gefallen hat und manche auch schlecht. Deswegen werde ich euch mal von Januar bis Dezember mal die ganzen Rückblicke zeigen, was ich im Jahre 2022 gemacht habe. Ich hoffe, es euch gefällt, und wenn es gefällt, liked euch das Video und abonniert den Kanal, damit ihr die weiteren Videos und Livestreams nichts verpasst. Untertitel mit verschiedenen Sprachen werden auch noch dafür hinzugefügt. Dann viel Spaß mit dem Video. Wir beginnen über das erste Livestream 2022. Am 2.1. beginnen wir das erste Livestream darüber und spielen Mario Party Superstars auf Wodys Wald. Wir beginnen eigentlich ganz normal und richtig gut, sozusagen. Danach der 7. Januar. Wir besuchen in Oldenburg Kurt, bevor ich Geburtstag habe. Als wir Kurt besucht haben, gingen wir nach Rastede und übernachten dort. Bis zum 8.1. habe ich Geburtstag und wurde 14 Jahre alt. Jetzt haben wir nicht nur in Rastede gefeiert, den Geburtstag, sondern auch noch zu meinem Zuhause. Aber bei meinem richtigen Feier war der 9.1. Wir waren in Lübeck und haben im Restaurant ein asiatisches Essen gegessen und gefeiert. Und da haben wir Sushi gegessen und auch noch Suppen. Von meinem Geburtstaggeschenk habe ich das McLaren-Auto gebaut. Insgesamt habe ich etwa 8 Stunden oder vielleicht auch 9 Stunden gebraucht, bis ich alles komplett gebaut habe. Das gleiche ging auch noch mit einem anderen Auto. Das ging einfach nur 4 Stunden, bis ich damit fertig bin. Danach habe ich einen Livestream mit Dang gemacht. Und zwar auch nochmal nicht nur Turnier, sondern auch noch Smash oder auch Geistertafeln. Bei mir ging es eigentlich ganz gut. Und danach später ging es eher bei mir nicht so gut, aber auch noch beim Abenteuer und Geistertafeln war eigentlich alles gut. Ich habe über 10 Turniersiege gewonnen, aber jetzt hat Dang geschafft und hat den ersten Turniersieg geschafft. Sein allererster Turniersieg ist endlich gekommen. Nicht nur mit Dang haben wir gespielt, sondern auch noch mit Arian. Und bei Sudden Death war auch noch ganz geil. Aber darüber wird danach geredet. Jetzt werden wir über Valentinstag reden. Ich habe zwar keine Freundin, Dang auch, deswegen wird es meine Eltern auch einfach mal gefeiert. Dann danach wurde das nächste Jonglier-Video gefilmt und das war viel besser als zum Beispiel vor 3 Jahren gemacht. Danach haben wir auch noch mit Arian und Amireza Mario Party Superstars gespielt. Bei mir und bei Arian ging es zumindest ganz gut. Das gleiche ging auch bei Super Smash Bros. Ultimate. Für Amireza war es leider chancenlos. Nur bei mir und Arian ging es besser. Mein neuer Jonglier-Set wurde geändert. Und zwar sind meine Bälle und Ringe viel größer. Denn meine alten Ringe sind ja jetzt für Kinder und jetzt habe ich die für Erwachsene. Als nächstes ist Ninis Geburtstag. Sie wurde 3 Jahre alt und Hut aufsetzen war leider nicht so toll, aber fotografieren ging noch. Zurück zum Livestream über Super Smash Bros. Ultimate mit Dang. Ihr wisst ja, ich habe hier sehr viele Turniersiege gewonnen. Aber hier
ist der 20. Turniersieg von mir und das wurde hier gefeiert. Solche Turniersiege sind auch legendär. Auch mal im Bereich, dass ich den 20. Turniersieg gehabt habe. Im April haben wir ein Besprechungsvideo über den Flug nach Japan mit Nam geredet. Es geht über den Sommerurlaub nach Japan und der ging leider nicht so gut. Aber mit dem Online-Spiel über Super Mario Maker 2 habe ich auch noch einen Livestream gemacht. Aber ab und zu ging es gut, manchmal nicht. Als ich schwimmen gegangen war, hat mir der Osterhase ein riesen Osterei hier in meiner Tasche gelegt. Und es ist ja auch mal Ostern und ich hatte nicht gedacht, dass es gekommen ist. Aber als nächstes haben wir den Zirkus Europa besucht und haben sogar auch noch einen Jongleur aus Bulgarien auch noch kennengelernt. Ja, es hat auch gut geklappt und habe auch Spaß dran. Danach wurden die ersten Parts von Nintendo Switch Boards gemacht und sowas wie Kambara, Volleyball oder Fußball wurden auch mal alles gefilmt. Volleyball bin ich auch gut, sowie auch noch Bowling, die ich auch mal gespielt habe. Als nächstes die Fahrradtour von Grömitz nach Scharbeutz. Ein schönes Wetter bin ich mit etwa 27 Kilometer gefahren und auch noch zurück. Die Fahrt war alles ganz gut, nur am Anfang war es ein bisschen schlapprig, aber ich habe dann den Ziel erreicht. Hier sind wir im Ostseestadion und haben das letzte Spiel in diesem Spieltag geguckt, und zwar FC Hansa gegen HSV. Dann haben wir auch noch mit Arjen und Ami Reza Mario Party Superstars gespielt. Mit den Minispielen ging eigentlich ganz gut, aber am Ende war schon schlapprig. Danach habe ich im Sommer den neuen Rekord über das 6-Bälle-Jonglage gemacht. Der ging so etwa 23 Sekunden. Ab im Herbst ging es noch länger. Danach gab es viele Besprechungsvideos über den Flug nach Japan gegeben. Und das war alles im Sommer und da wurde geredet, warum jetzt die Japan-Reise nicht gekommen ist, wie ich noch darüber ändern werde und wann die Japan-Reise wahrscheinlich kommen wird. Aber leider sind im Herbst auch noch wieder gescheitert und auch noch im Winter. Das Tolle ist es, die Fahrradtour von Grömitz nach Weißenhäuser Stand. Ein schönes Wetter auch noch wie immer und da habe ich auch noch das Ziel erreicht. Aber bei der Rückfahrt ist mir schon nach einer Hälfte der Fahrt leider der Fahrradreifen platt gegangen und musste 11 Kilometer mit platten Reifen nach Hause fahren. Ich habe es trotzdem geschafft und in diesem Video habe ich auch noch über die Japanreise sowie auch noch die Vietnamreise auch noch darüber gesprochen. Bei der Besprechung über den Flug nach Japan XXXL mit Nam wurde auch noch über die Japanreise für den Herbst oder Winter gesprochen. Aber wie immer ist es immer noch gescheitert. Aber jetzt bin ich auf Klassenfahrt nach Wismar und hier war noch meine Bewertung, wie es nach 2 Tagen Klassenfahrt, wie mir auch noch gefallen hat oder nicht. Denn das ist meine erste Klassenfahrt. Das Tolle war nur das Feuerwerk Ostsee in Flammen. Hier wurde auch noch Rekordaufrufe für meinen Kanal gekommen. Bis jetzt 4500 Aufrufe geschafft. Und jetzt bin ich auch noch mit meinen neuen Schuhen zum ersten Mal mit dem Einrad gefahren. Schuhgröße 45 ist das und während des Fahren war auch noch kein Problem gewesen.
Hier zeigte das Video, dass ich zum ersten Mal eine Giraffe aus Luftballon gemacht habe. Das ging alles im Zeitraffer und ich habe alles richtig gemacht. Hier kündige ich die erste Kreuzfahrt mit der AIDA und fahren nach Skandinavien. Im Herbst werden wir hochfahren und bin schon aufgeregt, wie da drinnen aussieht. Und außerdem, nach 6 Monaten später spielt dann wieder Super Smash Bros. Ultimate und schaue, wie es bei ihnen anfühlt. Danach habe ich wieder ein Auto aus Lego gebaut. Darüber habe ich etwa zwischen 3 und 4 Stunden gedauert, bis ich es endlich fertig gebaut habe. Und jetzt sehe ich auf Warnemünde die AIDA. Und so sieht es von außen aus und hier auf dem Schiff. Und wie es aussieht, war mega gut. Und als wir losgefahren sind, haben viele Leute zugewinkt und Tschüss gesagt. Wir fahren jetzt Richtung Dänemark und auch noch nach Norwegen. Der Urlaub in Norwegen hat mir auch ganz toll gefallen. Manche Orte haben mir gefallen, manche eher weniger. Da gab es auch noch mal Sonne, mal Regen. Und ja, dieses Video war einfach nur Fail von meinem Vater. Der beste Ort sowie auch der schönste Urlaub war in Olden in Norwegen. Denn da konnte ich Berge klettern und wieder mal Schnee treten. Den Rest habe ich mit euch in diesem Video auch noch den Flaustick gezeigt oder noch Jonglage mit Obst. Denn ich habe jetzt darüber nicht Gedanken gemacht, aber ich habe es trotzdem gemacht. Danach, nach über einem Jahr, trainierte ich mit Ring Fit Adventure. 3 Stunden lang habe ich trainiert. Sehr heftig. Jetzt haben mein Bruder und Milena zu uns besucht, um Weihnachten zu feiern. Hier sehen wir, dass ich mal Weihnachtsgeschenke ausgepackt habe. Und auch noch am Ende haben wir mal Mario Party Superstars gespielt, die wir mal jeden Tag mal darüber gespielt haben. Na, fandet ihr den Jahresrückblick eigentlich gut? Bestimmt, ne? Und das war's eigentlich schon mit diesem Video und was ich sagen sollte, 2022 war nicht wirklich ein guter Jahr für mich, ne? Es war einfach nur Mist. Aber was gut war, ist zum Beispiel, dass ich zum ersten Mal mit der AIDA gefahren bin, beziehungsweise Kreuzfahrt und auch noch mein Geburtstag. Nicht so gut war, ja, die Japanreise. Es waren viel zu oft gescheiterte Pläne, ne? Also einmal im Sommer, Herbst und Winter. Und das wird bald im Jahre 2023 nochmal ändern. Ich hoffe mal, dass es wirklich klappen wird, denn ich bin auch gerade Suche auf einen neuen Mitflieger, denn der Mitfliegernamen konnte nicht fliegen, weil seine Freunde nicht mitgeflogen sind, aber ist ja schon zwar seltsam. Ich werde noch darüber kümmern, wer noch mitfliegen wird und wenn ich noch finden werde, dann würde ich euch mal kontaktieren. Ne? Also was noch im Jahre 2023 kommen wird, uns dann, da kommt es zum Beispiel Pokémon Purpur, ne, die ich vom Weihnachten bekommen, nicht vom Geburtstag. Und auch noch vom Weihnachten ist hier noch Lego Technik, ne? Auch vom Weihnachten. Dann wird Dang hier noch so Anfang Frühling mal zu mir wiederkommen und Super Smash Bros. Ultimate spielen. Japanreise wahrscheinlich im Frühling. Oder auch noch die Vietnamreise und Thailandreise mit meiner Familie und noch mein Bruder und Milena. Ne? Sowie auch noch die Thailandreise. Ne? Also es sollte noch ein besseres Jahr sein wie dieses Jahr 2023. Genauso soll das 2025 oder auch 2027 sein. Und ja, mal gucken, wie sich in weiteren Wochen und Monaten ändern wird.
Dann wünsche ich euch noch bald guten Rutsch ins neue Jahr. Genießt euch mal die schöne Zeit, knallt die Feuerwerk nach oben und wir sehen uns wieder im neuen Jahr 2023. Dann reinhauen, Bierchen trinken und ciao.